Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Webinar. Mein Name ist Valentin Möller, ich bin einer der Gründer von Most Robotics. Das heute ist unser allererstes Webinar, deswegen hoffen wir, dass alles glatt läuft. Wir haben gestern schon mal einen Probelauf gemacht, da hat alles funktioniert. Falls da was schief gehen sollte, bitte ich das jetzt schon mal zu entschuldigen. Wie gesagt, erstes Webinar, viel Equipment aufgebaut, aber ich hoffe, es funktioniert alles. Ja, worum geht's heute? Unser erstes Webinar geht um LiDAR 1x1, die Grundlagen des UAV LiDAR Scannings. Vorab, wir haben schon versucht, das Ganze ein bisschen einzukürzen, dass es nicht zu lang wird. Wir werden weitere Webinare in der Zukunft noch durchführen, zu denen ihr natürlich alle herzlich eingeladen seid, da das Thema sehr umfangreich ist, wir auch eine Menge Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt haben und das natürlich mit euch teilen wollen. Werden wir mehrere Webinare machen. Das heißt, es kommen noch weitere Folgen, zu denen wir dann aber auch wieder, wie es beim letzten Webinar oder diesem Webinar jetzt auch war, euch über Social Media und Website auf dem Laufenden halten. Ja, also als erstes beginnen wir einfach mal, worum geht es heute? Ich stelle euch einmal Most Robotics vor für die Leute, die eben noch nicht mit uns in Kontakt getreten sind bisher und einfach erstmal wissen wollen, wer wir sind. Es sind auch viele dabei, die schon mit uns in Kontakt waren, wo wir schon Vorführungen gemacht haben, wo wir schon ein bisschen weiter sind. Heute geht es ja grundlegend erstmal um die Grundlagen des LiDAR-Scannings. Das heißt, da werden bestimmt auch einige von euch dabei sein, die im Wissensstand schon deutlich höher sind. Aber wir wollen natürlich alle abholen, deswegen fangen wir heute mit den Grundlagen an. Dazu gehören die Definition des LiDAR-Scannings, die Funktionsweise, der Aufbau eines UAV-LiDARs, die technischen Daten, also was steht überhaupt in so einem Datenblatt drin, wie kann ich LiDAR-Scanner miteinander vergleichen. Dann kommen wir zu LiDAR-Anwendungen, dass man euch auch so ein bisschen abholt, ist das meine Anwendung, haben wir bestimmt schon mal gemacht, wie sieht eine Punktwolke in dem Fall aus. Dann kommen wir zum Workflow, wie läuft sowas in der Regel ab, wie sieht eine Prozessierung aus, was für Daten erhalte ich aus einem Scanner und was kommt am Ende dann auch raus. Ganz am Ende machen wir ein kleines Q&A und wer danach noch Bock hat, kann gerne mit uns noch weiter in Kontakt treten, entweder über die Fragen-Seite. Das heißt, wollt ihr irgendwelche Punktwolken sehen, alle Screenshots, die ihr in der Präsentation sehen werdet, sind aus Punktwolken, die wir lokal jetzt hier auch liegen haben, wo wir einfach auch in der Cloud Station von Yellowscan einmal reingehen können und gucken können. Sollte die Zeit eng werden zum Ende hin, schreibt uns einfach, wir können gerne einfach mal ein Online-Meeting ausmachen oder ihr kommt vorbei, wir machen eine Live-Demo, meldet euch zum nächsten Demo-Day an und wir können auf das ganze Thema einfach noch weiter eingehen. Genau. Wie schon gesagt, zu uns. Most Robotics, wer ist das überhaupt? Grundlegend ist die Vision von Most Robotics die Arbeit unserer Kunden durch autonome Roboter einfacher, schneller, sicherer und dadurch effizienter zu gestalten. Das umfasst eine Menge. Lennart und ich, die Gründer von Most Robotics, kommen ursprünglich aus dem Prototypen bis Serienbau von Drohnensystemen seit 2015, haben uns 2020 dazu entschieden, das Ganze ein bisschen anders zu gestalten, haben dann unsere alte Firma verlassen, haben Most Robotics gegründet und haben dann eben angefangen, unser Wissen aus der Fertigung zu nutzen, um Systeme zu vertreiben. Zum Werdegang gehe ich gleich nochmal ein, aber unsere Kernkompetenz ist es eigentlich, Gesamtlösungen zu liefern. Das heißt, wir sind das Bindeglied zwischen Herstellern und Anwendern und können sowohl die Anwenderseite durch unsere Service-Dienste, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, sehr gut nachvollziehen, als auch die Herstellerseite und darüber dann maßgeschneiderte Lösungen auch liefern, was Software, Hardware, Schulungen und Support betrifft. Wie eben schon erwähnt, im März 21 haben wir dann die Gründung von Most Robotics angegangen, beziehungsweise da war dann die Eintragung. Offizieller Start ist immer der 1.4., der 1. April. Ein paar von den Teilnehmern waren auch zu unserer Geburtstagsparty, die wir einmal im Jahr schmeißen, schon dabei. Genau, also im April ging es dann erst richtig los. Dort sind wir dann auch AceCore-Distributor geworden. Das ist unser Multirotor-Hersteller aus Holland, wo wir fliegende Basisplattformen einkaufen und die dann eben kombinieren mit verschiedenen Sensoriken und als Gesamtlösung mit Training und Software an den Endkunden verkaufen.
Zweiter Partner, um den es heute hauptsächlich gehen wird, ist Yellowscan. Die kam im August 2021 dazu. Ja, diese Firmen vertreten wir exklusiv für Deutschland, Österreich und Schweiz, für die Dachregion. Quantum Systems als VTOL-Hersteller vertreten wir ebenfalls für diese Bereiche, allerdings eher im Industriesektor. Genau. Ab April 2022 sind wir dann in neue Räumlichkeiten gezogen, da wir immer mehr Mitarbeiter bekommen haben und der Platz in unserem alten Firmengebäude einfach zu eng wurde. Und ja, seitdem geht es stetig weiter. Eine Menge neue Produkte dazu gekommen. Wir haben im vergangenen Jahr dann unsere Website ja, komplett neu aufgesetzt, umgewandelt, auch in ein Shop-System. Das heißt, man kann jetzt gerade auch Spare Parts und ja, verschiedene kleinere Systeme direkt über unsere Website bestellen, ohne dass wir Angebot erstellen müssen. Genau. Ja. Hier nochmal als Übersicht, wer unsere Hauptpartner sind, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten. Heute geht es eher um den Partner Yellowscan. Ja, da wir innerhalb der Präsentation auf verschiedene Scannersysteme auch von Yellowscan eingehen wollen, einmal die Übersicht. Also das ist jetzt nicht rein auf Yellowscan gemünzt heute, sondern wir erklären auch allgemein die Funktionsweisen von LiDAR-Scannern, aber da wir mit den Systemen tagtäglich arbeiten, können wir hier sehr gute Vergleiche auch zwischen den Systemen ja, ziehen. Dementsprechend fangen wir an mit dem Mapper. Das ist, wir nennen es immer den Einsteiger-LiDAR-Scanner. Ja, preislich liegen wir da im ja, unteren Bereich. Darauf folgend kommt dann der Mapper Plus. In beiden Scannern ist ein Livox Scannerkopf verbaut zu Yellowscan selber. Yellowscan ist kein eigener LiDAR-Kopf-Hersteller, sondern die liefern auch Gesamtlösungen im LiDAR-Scanning-Bereich. Das heißt, sie bedienen sich an unterschiedlichen Herstellern für LiDAR-Köpfe, kombinieren das mit einer hochwertigen IMU, einem Companion-Computer und einer Stromversorgung und liefern das als Gesamtsystem an den Kunden aus. Genau. Deswegen ist in der VX-Serie der Riegel Minibux verbaut. Surveyor Ultra hat einen Hesai-Scannerkopf. Diese Surveyor Ultra kann ich sowohl unter der Drohne als auch als Mobile Mapping System im Fly-and-Drive-Pod verwenden. Dazu kommen demnächst auch nochmal einige Beiträge auf Social Media raus, wo wir mit dem Land Schleswig-Holstein in Husum ein paar Proof of Concepts gefahren sind. Der Explorer ist der erste Scanner in der Reihe, der auch unter bemannten Flugobjekten eingesetzt werden kann, da wir dort eine Reichweite von 200 Metern haben. Den kann ich aber auch unter einer M300 beispielsweise einsetzen, sodass wir da relativ flexibel sind. Ende der Fahnenstange, davon werden wir auch einige Punktwolken heute sehen, ist der Voyager. Hier steckt ein Riegel Wux 120 drin. Ja, ist durch seine Genauigkeit, sein Öffnungsfeld, seine 3 Scanlinien und das Gewicht, ja, das Nonplusultra, was wir momentan anbieten können. Das nur grob zur Einordnung, über was für Scanner wir heute sprechen. Falls irgendwelche Fragen zwischendurch aufkommen sollten, könnt ihr die einfach in die Fragenspalte eintragen. Luca und Lennart werden dafür sorgen, dass die Fragen dann zu mir durchkommen. Ich werde nicht auf alle Fragen wahrscheinlich direkt während der Präsentation eingehen können. Wenn es direkt zur Sache passt, gehe ich darauf ein. Ansonsten können wir das gerne auch am Ende nochmal klären in der Q&A-Zeit. Genau. Kommen wir zu den Grundlagen im LiDAR-Scanning. Für die Grundlagen ist natürlich erstmal die Definitionsfrage. Was bedeutet überhaupt LiDAR? Also wofür steht das Ganze? LiDAR steht für Light Detection and Ranging und ist eine fernerkundliche Technologie, wo wir Laserlicht nutzen, um Entfernungen zu messen. Dies wird hauptsächlich eingesetzt in der Erstellung von detaillierten 3D-Karten oder Modellierung von Objekten und Umgebung. Ja, sowohl im Automotive-Bereich als auch in der Vermessung. Also LiDAR-Scanning wird mittlerweile immer mehr kommt immer mehr. Vor allem auch in tagtäglichen Gebrauchsgegenständen wie Staubsaugrobotern, Rasenmäher. Der LiDAR-Scanner taucht mittlerweile überall in unserem Leben auf. Genau. Ja, dafür ist natürlich auch gut zu wissen, wie funktioniert ein LiDAR-Scanner überhaupt. Wir beziehen uns jetzt einfach mal auf den LiDAR-Scanner im UAV-Bereich. Das heißt, wir haben an unserem Gerät einen Sender. Dieser Sender sendet Laserimpulse, welche von Objekten reflektiert werden und von einem Empfänger wieder empfangen werden. Die Zeit, die zwischen Senden und Empfangen benötigt wird, wird gemessen, um dann über die Lichtgeschwindigkeit eine Strecke zu ermitteln.
Das ist einfach sehr stumpf runtergebrochen, wie ein LiDAR-Scanner funktioniert. Wir sehen hier schon, dass das Reflektieren von Gegenständen auch an Gegenständen vorbeigeht. Da gehen wir später nochmal darauf ein, was der große Vorteil ist. Um daraus aber hochpräzise Punktwolken erzeugen zu können, haben wir verschiedene Komponenten von so einem LiDAR-Scanner. Die schauen wir uns jetzt einmal an. Jetzt geht es um den Aufbau eines LiDAR-Scanners. Ein LiDAR-Scanner besteht aus mehreren Komponenten. Unsere wichtigste Komponente ist der Scannerkopf oder eine der wichtigsten Komponenten. Der Scannerkopf sendet und empfängt den Laserstrahl, misst darüber die Entfernung und sammelt sozusagen unsere Punkte, die wir nachher in der Punktwolke haben. Doch im ersten Schritt sendet der Scannerkopf einfach nur Laserlicht. Um diese gesammelten Punkte im Raum zu verorten, benötigen wir dann unsere IMU. Das heißt, die IMU hat Beschleunigungssensoren, die dafür da sind, anzuzeigen, in welcher Lage befindet sich unser Scanner zu welchem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben Beschleunigungssensoren, aber auch einen Zeitenschreiber drin. Diese Zeiten sind sehr, sehr wichtig, um alle Komponenten miteinander zu verknüpfen und dann als gesammelte Daten nachher zu einer Punktwolke umformen zu können. Des Weiteren wird entlang dieser Zeit ein Trigger-Event aufgezeichnet, solange wir ein RGB-Modul verbaut haben. Das heißt, entweder eine externe Kamera oder eine integrierte Kamera am LiDAR-Scanner selber. Das machen wir zum einen entweder über eine serielle Schnittstelle oder einen Hotshoe. Das heißt, sobald ein Foto ausgelöst wird, kriegt der Scanner mit, wir haben jetzt hier ein Foto ausgelöst zu der und der Zeit. Später können wir das Ganze dann im Postprocessing auch umwandeln in einen Ort. Um diesen Ort zu bestimmen, benötigen wir jedoch eine GPS-Antenne bzw. eine GNSS-Antenne. Diese zeichnet die unkorrigierte Flugtrajektorie unserer Drohne bzw. hauptsächlich unseres Scanners auf. Das heißt, wir wissen, zu welchem Zeitpunkt haben wir uns wo befunden. Um nachher die Daten wirklich hochpräzise zu bekommen, nutzen wir diese unkorrigierte Flugtrajektorie, die T04-Datei, zusammen mit einem Observation-File, einer Basisantenne im PPK-Verfahren, also im Post-Processing-Kinematik-Verfahren, um in den Zentimeterbereich unserer Genauigkeiten zu kommen, was die Lage im Koordinatensystem angeht. Genau. Ja. Ein Companion-Computer ist zusätzlich bei Yellowskin verbaut. Dieser sammelt die Daten aus den einzelnen Komponenten, das heißt zum einen die IMU-Daten, die Scannerkopfdaten und unsere T04, also unsere unkorrigierte Flugtrajektorie, und schreibt diese am Ende des Fluges auf einen USB-Stick, den wir dann einfach aus dem Scanner rausziehen können. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, die Live-Station an unsere Scanner anzuschließen. Das heißt, hier haben wir den großen Vorteil, dass wir im Flug eine reduzierte Punktwolke auf unserem Computer uns anschauen können. Das heißt, wir sehen, nehmen wir das auf, was wir aufnehmen wollen, ist der Scanner, läuft dort alles. Das heißt, wir haben weitere Telemetriedaten wie Stromversorgung, Fluggeschwindigkeit, Flughöhe. All diese Informationen sehen wir in der Live-Station. Das wird über den Companion-Computer ausgegeben. Einer der größten Vorteile von den Systemen bei Yellowscan ist vor allem, dass wir komplett autark arbeiten können. Das heißt, wir haben einen Akku verbaut, eine eigene Stromversorgung, die wir nutzen können, nicht nutzen müssen. Das macht es vor allem einfach, wenn wir flexibel mit den Fluggeräten hantieren. Das heißt, wenn wir unterschiedliche Drohnen haben, unterschiedliche Flugzeuge beispielsweise auch haben, können wir von einem Flugzeug den Voyager einfach runternehmen, gehen an unsere M300 oder ACE-Core Zoe, ACE-Core Noah und können das System ganz autark arbeiten lassen. Das Einzige, was wir benötigen, ist ein Antenna-Mounting und ein Mounting Bracket mit Dämpfung für unseren Scanner. Dadurch haben wir einen sehr geringen Integrationsaufwand, was die LiDAR-Scanner betrifft, und können sehr gute Daten in kürzester Zeit erfassen. Genau. Ja, hier sehen wir jetzt noch einmal, Zusammenspiel aller Komponenten erzeugt einfach unsere Funktionsweise des Scanners. Das heißt, das Senden und Empfangen ist runtergebrochen, aber um dann wirklich eine Punktwolke daraus zu generieren, müssen wir eine Menge Komponenten kombinieren und nachher dann über Software auswerten. Viele unserer Kunden, die jetzt keinen Bezug zu Daten haben, denken, da kommt sofort eine fertige LAZ raus.
und sagen, sie könnten ja Rohdaten verarbeiten, aber die Rohdaten, die wirklich nach dem Flug rauskommen, sind noch einzeln. Das heißt, die Trajektorie ist einzeln, unsere IMU-Werte sind einzeln und die Laser- oder Scanner-Kopfdaten sind einzeln. Daraus erzeugen wir später, gehen wir dann nochmal auf den Prozessierungsvorgang ein und da wird das nochmal genauer erklärt. Kommen wir zu technischen Daten. Wenn ich mich mit dem ganzen Thema LiDAR-Scanning auseinandersetze, dann kann ich mir eigentlich erst im ersten Schritt nur Informationen übers Internet einholen oder direkt Kontakt mit verschiedenen Händlern aufnehmen. In der Regel bekommt man irgendwie ein Datenblatt zugesendet. Wenn ich allerdings noch keinen Bezug zu dem Thema hatte, steht man da erstmal vor und fragt sich, was sind das überhaupt alles für Daten? Das heißt, so ein Datenblatt von Yellowscan zum Beispiel sieht so aus. Hier haben wir das Datenblatt vom Mapper Plus und hier haben wir verschiedenste Angaben, die wir natürlich für unsere Anwendung und uns selber unterschiedlich auch nutzen und interpretieren können. Auf die einzelnen Punkte gehe ich später nochmal ein. Grob erklärt zu sehen ist einfach der Scannerkopf, der verbaut ist, unsere maximale Range, also unsere Reichweite, in dem unser Scanner arbeiten kann, unsere System Precision und unsere System Accuracy, da gehe ich auch später nochmal drauf ein, unsere Shots per Second, also wie viele Punkte pro Sekunde nimmt mein Scanner auf, welche Anzahl an Echos habe ich, mein Field of View, meine verbaute IMU, das Gewicht, die Maße des Scanners, aber eben auch unterschiedliche Punktwolkendichten bei unterschiedlichen Fluggeschwindigkeiten in unterschiedlichen Flughöhen. Ist bei Yellowscan oftmals als Diagramm angegeben, genauso wie SWOS, was unsere Schwade ist. Das heißt, wie groß ist unser Messstreifen, den wir am Boden mit einem einzelnen Streifen aufnehmen. Genau. Jetzt gehen wir einmal auf die unterschiedlichen Parameter ein. Als erstes gehen wir auf die Genauigkeiten ein. Das ist immer das, wo der Kunde, wenn wir einen Telefonanruf haben oder eine Demo haben, als allererstes fragt, welche Genauigkeit hat denn der Scanner? Genauigkeit ist immer schwierig zusammenzufassen. Letztlich reden wir insgesamt von 3 Genauigkeiten, die so ein LiDAR-Scanner mit sich bringt. Das ist zum einen die System Accuracy und die System Precision. Doch wo ist der Unterschied? Hier haben wir das einmal dargestellt. Unsere System Accuracy bedeutet, wie lagegenau ist unser gemessenes Objekt beispielsweise. Und die System Precision ist unser Rauschen, also unsere Schichtdicke, unsere Punktwolkendicke auf einem gemessenen Objekt, auf einem harten Untergrund. Wir werden auch nochmal ein Webinar dazu machen, wie analysiere ich LiDAR-Daten. Da gibt es auch verschiedene Workshops bei uns, wo man auch nochmal nachhaken kann, wie analysiere ich überhaupt verschiedene Punktwolken. Und dabei ist auch wichtig, dass man hauptsächlich auf befestigten Untergrund so eine Precision überhaupt feststellt. Hier in dem Diagramm dargestellt sehen wir oben links einmal eine gute Accuracy und eine schlechte Precision. Bedeutet, unser Rauschen ist relativ hoch. Unser Shape, also unsere Form um ein Objekt drumherum, ist jedoch lagegetreu. Darunter sehen wir einmal schlechte Accuracy, schlechte Precision, großes Rauschen und ein Versatz zum realen Objekt. Rechts daneben sehen wir eine gute Precision, eine schlechte Accuracy, was bedeutet flaches Rauschen, also sehr gutes Rauschen. Und eine schlechte Accuracy bedeutet alles ein Stück versetzt zu unserem Umriss, den das Gebäude hat. Im Optimalfall läuft es so, dass wir eine gute Accuracy und eine gute Precision haben. Das heißt, unsere Punktwolke, unsere messenden Punkte liegen genau auf der Oberfläche unseres Messobjektes und haben ein geringes Rauschen. Genau. Dazu kommt jedoch immer noch mal unsere Genauigkeit im Koordinatensystem. Das ist dann so die absolute Genauigkeit, die wir dann auch meistens in solchen Analysen vor uns liegen haben. Das heißt, unsere Accuracy können wir kontrollieren über gemessene Kontrollpunkte und unsere Precision können wir durch Querschnitte, durch unsere Punktwolke auf befestigten Untergrund feststellen. Abhängig davon ist aber immer im Datenblatt oftmals angegeben unsere System Precision und Accuracy zur passenden Flughöhe. Das heißt, die maximale Flughöhe, unsere Range, die dort angegeben ist, dazu gehören auch unsere System Accuracy und Precision. Wir haben zum Beispiel den Fall, das Extrembeispiel ist unser Surveyor Ultra,
der ist angegeben mit 3 cm Accuracy, 3 cm Precision bei 90 Meter Flughöhe. Fliege ich unter 40 Metern, komme ich in den Zentimeterbereich. Das heißt, mein Rauschen ist so im Plus-Minus-Bereich von einem Zentimeter. Auf die grundsätzliche Genauigkeit, aber wir müssen das immer in Relation setzen mit der Flughöhe, wie wir jetzt auch in der folgenden Folie sehen. Das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel vom Mapper, wo wir sehen, wie unser System Precision mit unserer Accuracy in Abhängigkeit von der Flughöhe ansteigt. Dieses Verhalten ist ja nicht immer gleich. Das heißt, wir sehen, dass die Precision wie in einer Art S-Kurve ansteigt und unsere Accuracy in einer Art Parabel mit uns ansteigt. Das heißt, ich muss auch immer in Relation setzen, wenn ich eine Punktwolke habe, brauche ich die folgenden Informationen, um überhaupt miteinander vergleichen zu können. Wie viel Überlappung habe ich? Das kommt auch noch mit dazu. Das bezieht sich nicht auf die Accuracy und Precision, die in dem Systemdatenblatt angegeben ist. Das heißt, wie viel Überlappung habe ich? Ich sollte immer einen einzelnen Streifen für so eine Analyse mir angucken. Welche Flughöhe habe ich und welche Fluggeschwindigkeit habe ich? Genau. Für eine weitere Analyse eines Scanners ist auch das Field of View entscheidend. Das heißt, welchen Öffnungswinkel hat mein LiDAR-Scanner? Das heißt, wie groß ist unser Feld, was wir aufzeichnen? Da haben wir verschiedene Arten von LiDAR-Scannern, auf die wir auch später nochmal eingehen. Das heißt, wir haben zum einen welche, die eben ein Öffnungsfenster haben, was gerichtet ist. Wir haben rotierende LiDAR-Scanner, die 360 Grad Öffnungswinkel haben. Und je nachdem, was für eine Scannerart ich habe, ist dementsprechend auch meine Anwendung davon abhängig. Das heißt, habe ich viele Schrägaufnahmen, sollte ich entweder einen Scanner haben, der 360 Grad Öffnungswinkel hat, um seitwärts das Öffnungsfenster zu nutzen und zum Beispiel, Steilhänge aufzunehmen. Oder ich nutze ein anderes Mounting, um meinen gerichteten LiDAR-Scanner in einem bestimmten Winkel einzustellen, um dann Fassadenscanning zu machen oder wie auch immer. In der Regel liegen diese Öffnungswinkel im Bereich zwischen 70 und 360 Grad, die wir nutzen. Abhängig von unserem Öffnungswinkel, kann man hier auch in dem Diagramm ganz gut sehen, ist dann auch unser Reflexionswert, das heißt unsere Intensity, auf die wir später auch nochmal eingehen. So. Der Öffnungswinkel ist vor allem auch entscheidend für unsere Flughöhe. Je höher wir fliegen, der Winkel bleibt ja immer gleich, je höher wir fliegen, umso größer ist dann auch unsere Schwade am Boden, also unser SWOS. Das heißt, man kann es da auch ganz gut in der Präsentation sehen. Unsere Messstrecke, unser Messstreifen, den wir am Boden aufnehmen, erhöht sich, je höher wir fliegen. Das führt auch mit sich, dass unsere Punkteverteilung am Boden einfach weiter verteilt ist, je höher wir fliegen. Da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, nämlich der Punktwolkendichte. Woraus setzt sich unsere Punktwolkendichte zusammen? Wir haben ja schon erwähnt, unser Scanner scannt ab Start eigentlich kontinuierlich eine gewisse Anzahl an Punkten pro Sekunde. Das heißt, der scannt und scannt und scannt und abhängig davon ist dann unsere Fluggeschwindigkeit, beziehungsweise fliegen wir doppelt so schnell, haben wir halb so viele Punkte logischerweise. Das heißt, die zurückgelegte Strecke bleibt die gleiche bei so einer Flugmission und je schneller ich das überfliege, umso geringer ist meine Punktwolkendichte, weil einfach die Aufnahmezeit dementsprechend bei doppelter Fluggeschwindigkeit halb so lang ist und wir dann auch halb so viele Punkte theoretisch gescannt haben. Entscheidend ist aber auch unsere Flughöhe, wie eben gezeigt, da wir bei einem festen Field of View dann dementsprechend eine andere Punkteverteilung haben. Das heißt, je tiefer wir fliegen, umso kürzer ist unsere Schwade am Boden, umso dichter ist unsere Punktwolke. Je höher wir fliegen, umso breiter ist unsere Schwade am Boden, umso weiter sind die Punkte entlang dieser Messstrecke auch verteilt und umso geringer ist unsere Punktwolkendichte. Das ist ein Zusammenspiel oder diese Relation zwischen Fluggeschwindigkeit, Punkte pro Sekunde und Flughöhe und Field of View,
sind nicht die einzigen Einflüsse, die so eine Punktwolkendichte beeinflussen können, sondern da haben wir auch noch äußere Einflüsse, die das Theoretische so ein bisschen übersteigen. Wir haben bestimmte Anwendungen, wo der Kunde nach einem gewissen Punkteabstand fragt. Wir geben oftmals Punkte pro Quadratmeter an, um da adäquat was zu sagen. Hier oben in dem Screenshot sehen wir einmal, dass wir uns das Ganze auch einfärben können. In dem Fall haben wir eine Kreuzbefliegung gemacht. Im Randbereich sehen wir, dass wir dort wenig Überlappung von mehreren Streifen haben. Dementsprechend ist die Punktwolkendichte geringer. Und überall, wo wir Wind zum Beispiel haben, die Drohne entweder im Ausgleichen oder Turn ein bisschen langsamer geflogen ist, haben wir natürlich eine höhere Punktwolkendichte. Aber selbst bei einer geraden Flugstrecke kann Wind unsere Punktwolkendichte oder zumindest unseren Punkteabstand etwas beeinflussen. Das heißt, wenn wir konstant geradeaus fliegen, haben wir ja eigentlich konstant auch eine gewisse Anzahl an Punkten, die wir aufnehmen. Muss die Drohne jedoch ständig Wind ausgleichen, wackelt auch unsere Messstrecke ein bisschen. Und dadurch haben wir wie so ein Vorwärts- und Rückwärtsschwenken unseres Messbereiches und dementsprechend können wir nicht immer garantieren, dass wir einen gewissen Punkteabstand haben. Bei einem Punkte pro Quadratmeter System ist es so, dass das kaum auffällt. Möchte ich einen gewissen Punkteabstand garantieren, muss ich einfach in der Überlappung so hoch gehen oder in meiner Punktwolkendichte so weit über das Ziel hinausschießen, dass ich das auch wirklich erreiche. Ein weiterer Einfluss sind Intensitätswerte, von denen haben wir ja eben schon einmal gesprochen. Das heißt, dadurch, dass der Scanner ein aktiver Sender ist und selber Licht losschießt, wird das ja von Objekten reflektiert. Wie gut ein Objekt reflektiert, ist von der Oberfläche und der Farbe vor allem entscheidend. Das heißt, helle Flächen reflektieren viel besser als dunkle Flächen. Ganz schlimm für einen LiDAR-Scanner sind schwarz glänzende Oberflächen. Das sind in der Praxis schwarz lackierte Autos, kann aber auch heißer glimmernder Asphalt sein, können in höheren Höhen auch Schiefersteinbrüche sein, wo eben durch schwarze Oberflächen und Reflexionswerte wir weniger Punkte aufnehmen. Wasseroberfläche ist ein weiterer Faktor. Da ist es halt so, dass das Einschießen des LiDAR-Scanners oder des Lichtstrahls abgelenkt werden kann. Das heißt, oftmals, wenn wir so einen gerichteten LiDAR-Scanner haben, kriegen wir nur Punkte in der absoluten Nahdirstellung. Das heißt, der LiDAR-Scanner schießt runter, das Ganze wird direkt reflektiert und kommt wieder auf. Wenn wir jetzt eine Art Spiegel, Wasseroberfläche haben, schießt unser Laser sonst wohin. Deshalb haben wir oftmals im LiDAR-Scanning-Bereich keine Wasseroberfläche, die wir in der Form scannen. Genau. Aber zu den Intensitätswerten kommen wir gleich noch. Anzahl der Echos. Wir gehen gleich auch nochmal auf die Vor- und Nachteile vom LiDAR-Scanner im Vergleich zur Fotogrammetrie ein. Kurz angerissen, ein Riesenvorteil vom LiDAR-Scanning oder einer der Hauptgründe, weshalb Vermessungsbüros oder unsere Kunden sich für LiDAR-Scanning entscheiden, ist der Vorteil, dass wir auch durch Vegetation penetrieren können. Das heißt, unser LiDAR-Scanning-Strahl oder unser Laserstrahl schafft es auch durch Vegetationsbereiche durchzuschießen. Und wie gut unser Scanner sowas kann, ist abhängig von den Echos. Das heißt, wie lange darf ein Laserstrahl beispielsweise reflektiert werden und wieder zurückkommen und kann noch erfasst werden. Beim Mapper haben wir beispielsweise 2 Echos. Wir sehen auf der linken Seite einmal, dass wir eine annähernd geschlossene Bodenpunktedecke haben. Wir sehen in weiß alle Punkte, die über das erste Echo, über den ersten Impact quasi aufgezeichnet werden. Das ist annähernd auch das, was in der Fotogrammetrie aufgezeichnet wird. Jedoch kriegen wir selbst da schon mehr Punkte als in der Fotogrammetrie. Fotogrammetrie bedeutet, wir nehmen über 2D RGB-Bilder eine Oberfläche auf und rechnen im Nachhinein über verschiedene Ansichten uns dann ein 3D-Objekt zusammen. Nachteil dabei ist halt ganz klar, dass wir hauptsächlich die Oberfläche aufnehmen und nicht durch solche Vegetationsbereiche durchkommen. Haben wir ein drittes Echo, kriegen wir schon deutlich mehr Punkte, wie man in der Mitte beim Surveyor Ultra sieht. Dort haben wir im Tannenbereich in der Mitte schon eine Andeutung von einem Stamm und so ein paar mehr Äste und eine annähernd geschlossene Bodenpunktedecke.
Beim Mapper haben wir gerade auf der rechten Seite des Scan-Bereichs eine Tanne, die oder ein Nadelbaum, der sehr feucht ist. Ja, und da kommt halt ein LiDAR-Scanner relativ schwierig durch. Man kann das auch selber immer ganz gut nochmal überprüfen, wenn man beispielsweise in so einem Mischwald unterwegs ist. Wo habe ich denn viel Sonnenlicht und wo nicht? Und so ähnlich ist das letztlich auch. Natürlich hat die Sonne nur einen Winkel, in dem sie auf diese Oberfläche oder Waldboden ja, leuchten kann. Mit der Drohne fliegen wir oftmals entweder einen Rasterflug oder ja, eine Kreuzbefliegung, wo wir aus vielen verschiedenen Winkeln da nochmal reinleuchten können, was nochmal ein großer Vorteil ist. Ja, damit kann ich das immer ganz gut vergleichen. Unter einer dunklen Tanne, in einem dunklen, dichten Nadelwald haben wir auch am Boden deutlich weniger Licht. Dementsprechend ist es auch da für einen LiDAR-Scanner deutlich schwieriger durchzukommen. Der Voyager hat bis zu 15 Echos. In dem Fall haben wir 10 Echos verwendet, um diesen Mischwald zu befliegen. Da sehen wir eine komplett geschlossene Bodenpunktedecke. Wir sehen auch in dieser dichten Tanne haben wir einen Stamm angedeutet, sehen die einzelnen Äste. Und ja, hier kommt noch dazu, dass der Voyager nicht nur eine Scanlinie in Nahdirstellung hat, sondern auch noch 10 Grad vor, 10 Grad zurück gucken kann, 100 Grad Öffnungswinkel hat und viel länger verweilende ja, Scanlinien oder Scan-Impulse wieder auffassen kann. Dementsprechend haben wir dann auch deutlich mehr Vegetationsdurchdringung und können viel genauer solche 3D-Objekte durch Vegetation erkennen. Genau. Intensity. Da sehen wir unsere Intensitätswerte. Wir sehen, dass wir dasselbe Diagramm haben, was wir eben schon einmal gesehen haben. Abhängig von unserem Öffnungswinkel ist natürlich auch unsere Reflexion des Punktes. Das heißt, im Bereich 45 plus minus 45 Grad kann der Mapper 80% ja, der Strahlen auch wieder auffangen. Je weiter wir aufgehen, umso schlechter wird so ein Reflexionswert. Ist auch wieder abhängig von der Flughöhe, wie schon erklärt. Wofür wir das hauptsächlich nutzen, ist vor allem dann auch, um zu kontrollieren, passt meine Einfärbung, die ich im Nachhinein mache, zu meiner reellen Punktwolke. Und ich habe natürlich auch ja, eine Art ja, Schwarz-Weiß-Bild meiner Punktwolke und nicht nur eine Höhenangabe. Das hilft in der Auswertung doch des Öfteren. Ja. Ein LiDAR-Scanner hat immer ja, eine Unterschied oder jeder Scannerkopf hat unterschiedliche Bauweisen und dementsprechend auch unterschiedliche Scan-Muster. Wir haben hier einfach mal ein paar gesammelt, um die Unterschiede darzustellen und gehen jetzt auf die Bauweisen und ja, letztlich den Ursprung solcher Pattern oder Scan-Muster ein. Das heißt, wir fangen an mit dem schwingenden Spiegel. Hier ist es so, dass wir eine Art Zickzackmuster am Boden haben, da wir mit dem Laser, also dem Sender sozusagen, in einen Spiegel den Impuls reingeben und dieser Spiegel kippt die ganze Zeit vor und zurück, vor und zurück. Dadurch scannen wir eigentlich hin und her und können dadurch eine Art Zickzackmuster aufnehmen. Genau. Bei einem rotierenden Polygonspiegel ist es so, dass wir ja, ein rotierendes Polygon haben, in den der Laserstrahl reingegeben wird und dadurch, dass der immer in dieselbe Richtung rotiert, haben wir Scanlinien, die immer wieder in dieselbe Richtung aufgenommen werden. Das heißt, wir haben kein Hin und Her, sondern einzelne Linien, die abgetastet werden. Bei den rotierenden Spiegeln, das ist zum Beispiel auch eine sehr herkömmlich angewendete Methode. Gerade die Firma Riegel, Hesai und Co. haben eben diesen Scannerkopf, wo wir 360 Grad Öffnungswinkel haben, weil wir den Laserstrahl um 90 Grad umlenken und komplett um das ganze System rotieren lassen. Das heißt, dort nehmen wir auch einzelne Scanlinien auf, haben aber ein Sichtfeld von 360 Grad, was uns in vielen Anwendungen eben hilft. Dann haben wir ein dispersives Prisma. Da haben wir am Boden eine Art Spiralmuster, ein spiralförmiges Muster, wo ein Laserstrahl durch zwei rotierende Spiegelflächen umgelenkt wird
und dadurch eine Art ja, Spirale auf dem Boden zeichnet. Dadurch messen wir nicht nur stumpf einen punktuellen Punkt am Boden, sondern können die Fläche auch deutlich vergrößern und kriegen auch wieder ein unterschiedliches Öffnungsfeld raus. Ja, da wird in Zukunft auch nochmal ein Scanner kommen, bei dem dieses Verhalten deutlich auch in den Messdaten zu sehen ist. Dazu aber irgendwann mal mehr. So, dann kommen wir zu den LiDAR-Anwendungen. Bei den LiDAR-Anwendungen ist es so, dass diese LiDAR-Scanner, wie eingangs schon erwähnt, ja, nicht nur im UAV-Bereich angewendet wird, sondern sehr breit gefächert ist, in unterschiedlichen Robotikthemen Platz findet. Aber selbst im Thema UAV leider haben wir eine Menge Anwendungsgebiete. Wir können heute leider nicht auf alle eingehen. Ich werde jetzt die wichtigsten einmal in den Oberkategorien zusammenfassen und dann in den Oberkategorien einzelne Unterpunkte finden. Und ein paar Beispiele habe ich reingepackt. Ich musste mich allerdings auch so ein bisschen zurückhalten, was die Screenshots angeht, sonst dauert das Ganze heute ein bisschen zu lange. Da der Hinweis: Sollten dort Anwendungen dabei sein, die ihr bedienen wollt, wo ihr einfach mehr Informationen zu haben wollt, haben wir die Möglichkeit, entweder im Anschluss nochmal in die einzelnen LiDAR-Punktwolken auch reinzugehen, oder ihr schreibt uns an, wir machen wie gesagt ein Online-Meeting, ich kann Demo-Daten zur Verfügung stellen, wir schicken euch was, ihr könnt selber reingucken, wir können zusammen durchgucken. Ja, also was Punktwolken angeht, können wir gerne nochmal in Kontakt kommen, um die entsprechenden Anwendungen dann auch zu besprechen. Hauptanwendung, wo wir oder unsere Kunden hauptsächlich tätig sind, ist ganz klar die Vermessung. Vermessung ist jetzt erstmal auch wieder ein großes Überthema. Da gibt es eine Menge Unterthemen, die dort bedient werden können, die dann auch wieder in den weiteren Anwendungen Platz finden. Das heißt, in der Forst- und Landwirtschaft, im BOS-Sektor und im Inspektionssektor findet ein LiDAR-Scanner Anwendung. Kommen wir zur Vermessung. Bei der Vermessung haben wir zum einen Geländemodelle, Digital Twins, Bestandsaufnahmen von Bauwerken, Autobahnvermessung, Bahnvermessung, also ICE-Strecken, Eisenbahnstrecken, Trassenplanung und Gewässerverläufe. Gehen wir als erstes auf die Geländemodelle ein. Hier sehen wir einfach mal eine klassifizierte Punktwolke, wo wir anschließend dann alle Objekte entfernt haben. Das heißt, selbst in dem Bereich, wo wir Vegetation haben, können wir ja, eine geschlossene Bodendecke ja, darstellen und dementsprechend auch dem Kunden zur Verfügung stellen. Dann haben wir Digital Twins. Hier ist es so, dass wir zum einen von einzelnen Gebäuden oder Objekten wie Funkmasten oder Gebäuden, wie gesagt Städten, einfach alles digitalisieren können. Das heißt, wir scannen das Ganze und können das dann in 3D dem Kunden zur Verfügung stellen oder selber weiterverarbeiten. Hier sieht man jetzt einfach mal zwei Gebäude, auch mit Fassaden. Hier haben wir eine Kreuzbefliegung durchgeführt. Ich glaube, um diese zwei Gebäude so aufzunehmen, hat das Ganze, ich glaube, 6 Minuten Flugzeit gekostet und Prozessierungsarbeit für die Einfärbung mit Klassifizierung waren wir so in einer halben Stunde, sage ich mal, durch. Dann haben wir Bestandsaufnahme von Bauwerken. Hier habe ich jetzt einfach mal ein Beispiel aus einer Eisenbahnbrücke aufgenommen. Das heißt, auch hier wieder in kürzester Zeit drüber geflogen und alles in 3D und eingefärbt dargestellt. Bei der Autobahnvermessung ist es meistens so, dass wir nicht die Autobahnen selber befliegen, sondern das in den LiDAR-Scanner im UAV-Sektor hauptsächlich in Kombination mit Mobile Mapping Systemen benutzen. Also natürlich können wir auch mit hochwertigen Scannern wie dem Voyager im Bereich von ja, 5 mm Precision über die Autobahn fliegen. Wir kriegen auch Genehmigungen in bestimmten Fällen dafür. Das Einfachste ist es jedoch, das Ganze mit dem Mobile Mapping System zu befahren. Dort habe ich vor allem aber Probleme in den Böschungsbereichen, rechts und links entlang der Autobahn und hinter Schallschutzwänden oder ja, verschiedenen Hindernissen, wo ich mit dem Mobile Mapping System eben nicht vorbeikomme. Hier in dem Fall haben wir rechts und links auch noch ja, Weg, wo wir auch mit dem Mobile Mapping System vorbeifahren könnten. Das ist allerdings nicht überall gegeben. Dementsprechend ergänzt unser LiDAR-Scanner aus der Luft sehr gut unser Mobile Mapping System. Bei der Bahnvermessung ist es so, das war eins der ersten Themen, in die wir reingerutscht sind.
Da haben wir ein halbes Jahr lang das Projekt mit dem Eisenbahnbundesamt geflogen, um zu überprüfen, inwiefern LiDAR-Scanning einsetzbar ist für die Inspektion von ja, Bahnstrecken, Infrastruktur und Umgebung. Das heißt, Ziel hier war es vor allem, die Oberleitungen zu scannen. Da ist der VX20 zum Einsatz gekommen und das ist eben auch die Brücke, die ich eben schon einmal gezeigt hatte. Ja, Thema Trassenplanung kommt immer mehr, gerade Hochspannungsleitungen, sowohl bevor Hochspannungsleitungen gebaut werden, das heißt überhaupt erstmal Bestandsaufnahme des Geländes. Oftmals steht dort noch Vegetation oder ich habe Bereiche, wo ich eben ja, so viele Informationen wie möglich haben möchte. Besonders das Thema Ausschreibung ist auch ein Faktor, um Nachträge zu minimieren. Kann es helfen, vorweg schon eine Befliegung durchzuführen, dass man einfach wirklich das ganze Gelände in 3D mit Bodenpunkten hat, um eventuelle Gräben, die man umbauen muss, Zufahrten für große Baumaschinen und sowas schon einplanen zu können. Ja, ist der Aufwand für einen LiDAR-Scanner relativ gering, um ein sehr gutes Lagebild geben zu können. Das heißt, bei der Trassenplanung fliegen wir vorab oftmals schon die Gelände ab, um dann auch zu, ja, solche Ausschreibungen anfertigen zu können. Auf die Punktwolke können wir auch später nochmal genauer eingehen. Wir fliegen jedoch auch für Vegetationskontrollen solche Trassen ab, aber da kommen wir bei den Inspektionen nochmal. So, Gewässerverlauf haben wir auch schon einige Projekte gemacht. Hier zeigen wir jetzt einfach nur mal das Ahrtal, weil es das bekannteste ist, was wir gemacht haben. Da haben wir, ja, ich glaube, fast 13 Kilometer Bad Neu-Ahr beflogen, um ja, Hydraulikmessungen zu machen, um Brückenplanungen weiter anzugehen. Ja, und dementsprechend ist das eine sehr große Punktwolke, wo es auch eine Menge zu sehen gibt. Der Flussverlauf ging auch durch die Ortschaft durch, das heißt, wir sind im urbanen Gebiet geflogen. Da geht auch Hochspannungsleitung drüber, da gehen Autobahnen drüber, Bundesstraßen kreuzen das Ganze. Also in der Punktwolke haben wir eine Menge Beispiele, die wir dort zeigen können, wie das Ganze aussieht. Eingesetzt haben wir hier die AceCore Zoe mit einem Yellowscan Mapper ursprünglich. Genau. In der Forst- und Landwirtschaft haben wir ähnlichen Punkt Geländeaufnahmen bzw. Geländemodelle. Hier sehen wir einfach mal so ein Geländemodell vom Südharz. Das Ganze haben wir für Clear Timber mal beflogen. Das ist unser Partner für autonome Waldbestandsanalysen, auf die gehen wir gleich noch ein. Und da ist es so, dass wir eben ja, Waldflächen deutlich einfacher überfliegen können, anschließend klassifizieren können und die Geländemodelle rausgeben können. Gewässerverlauf haben wir eben schon gesehen. Das Ganze ist natürlich nicht nur im urbanen Gebiet möglich, sondern eben auch in Bereichen, wo viel Landwirtschaft ist, wo viel Bäume, Waldflächen sind, können wir sehr einfach auch Gewässerverläufe ja, darstellen. Dann haben wir die autonomen Waldbestandsanalysen, von denen ich eben schon gesprochen habe. Da ist es so, dass wir mit der KI schauen können in so einer LiDAR-Punktwolke, klassifizieren wir sozusagen die ganze Punktwolke und können dann in der Punktwolke, wenn wir 1 Meter über Boden unsere Objekte durchschneiden, nach Ringen suchen. Der Scanner schafft es ja jetzt nicht, durch die Rinde durchzupenetrieren. Das heißt, überall scannen wir die Rinde des Baums und können darüber auch eine Art Ring in unserer Punktwolke dann wiederfinden. Dieser Ring bekommt eine Nummer, das heißt, jeder Baum hat eine Nummer. Der Ring wird im Durchmesser gemessen und wir kriegen am Ende einen Report darüber raus, wie viele Bäume habe ich im Wald, welchen Durchmesser hat welcher Baum, welche Koordinate hat welcher Baum, welche Höhe hat welcher Baum, und wenn wir das dann noch mit weiteren Daten wie Multispektral- oder RGB-Bildern kombinieren, können wir auch noch mehr Informationen über den Zustand des Baums rausgeben. Genau. Ein weiteres Projekt ist die Feldhamstersuche. Das war ein Projekt mit der Uni Halle, die wir letztens gemacht haben. Dort haben wir den Voyager eingesetzt, um auf einem bestellten Feld nach Feldhamster-Fallröhren zu suchen. Und wie vorhin schon erwähnt, hat der Voyager 10 Grad vor, 10 Grad nahe dir und 10 Grad zurück, 3 unterschiedliche Scanlinien, hat ein relativ großes Öffnungsfeld von 100 Grad, eine sehr gute System-Precision und Accuracy von 1 cm und 0,5 cm. Und ja, das in 25 bis 40 Metern geflogen, haben wir da sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Das heißt, der Scanner hat es geschafft, durch die Vegetation in die Hamsterlöcher rein zu scannen.
sodass dann im Anschluss eine KI schauen konnte, wie viele Fallröhren haben wir in dem Bereich und wie tief sind die ganzen Fallröhren, welchen Durchmesser haben wir. Die Fallröhren sind so 6 bis 8 Zentimeter im Durchmesser. Dabei waren natürlich auch Fallröhren, die von Wildtieren schon aufgegraben wurden, aber auch eine Menge, die wir eben vorher händisch noch nicht gesehen hatten, weil einfach Vegetation drüber ist. Hintergrund des Ganzen ist es, dass diese Feldhamster eigentlich Bauten bauen, die über mehrere Generationen weitergegeben werden. Dadurch, dass wir aber jedes Jahr das Feld neu bestellen und der Grober alles neu umgräbt, ist der Hamster, weil er eben auch noch parallel aus Versehen bekämpft wird, vom Aussterben bedroht. Und die Uni Halle untersucht momentan, wie man vereinfacht feststellen kann, ob wir eine Population von Feldhamstern auf dem Feld haben und wie wir das Ganze schützen können. Genau. Ja, BOS ist immer noch so ein Bereich, da ist das Ganze noch nicht viel vertreten, wird aber in Zukunft definitiv kommen. Der BOS-Sektor bedeutet alle Aufgaben, die mit Behörden, die Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben haben, zu tun haben. Dort ist es so, dass wir im Dunkeln Lageplanerstellung machen können. Fotogrammetrie wird immer mehr eingesetzt. Wärmebildkameras werden mittlerweile auch eingesetzt im BOS-Sektor. Problem dabei ist halt einfach, ich bin zumindest beim RGB-Bild darauf angewiesen, aktiv Licht zu haben, was beim LiDAR-Scanner nicht der Fall ist. Das heißt, wir sind unabhängig von äußeren Einflüssen wie Licht und können auch im Fall Ahrtal, Überschwemmung, wissen gar nicht mehr, wo geht welche Straße lang, welche Gebäude stehen noch, wo gehen Flussverläufe lang. Dort könnten wir einfach selbst in der Nacht schon mit dem LiDAR-Scanner drüber fliegen und kriegen in kürzester Zeit ein Lagebild. Des Weiteren können wir Unfallvermessung machen, Unfallaufnahme machen und darüber auch Beweissicherung machen, da die innere Genauigkeit beim LiDAR-Scanner relativ hoch ist. Ja. Im Inspektionssektor ist es so, da können wir Vegetationskontrollen bei Hochspannungsleitungen machen, Gebäudedigitalisierung, haben wir eben schon einmal drüber gesprochen, Line-of-Sight-Tests und Verkehrslagenplanung, beziehungsweise auch zusätzlich noch PV-Anlagenplanung. Line-of-Sight-Tests wäre jetzt hier in dem Fall zum Beispiel, sind wir vor kurzem mit einem bemannten Flugzeug und dem Voyager geflogen. Dort kann man ziemlich viel Fläche in kürzester Zeit abdecken und haben dann eben auch mehrere Funkmasten gescannt, können dazwischen dann auch schauen, haben wir Vegetation, die sich vor die Antennen wächst, haben wir Ausfallsicherheiten bei unterschiedlichen Funkmasten, das heißt, fällt einer aus, haben wir dann noch Connection zu einem weiteren. Das wird bisher noch nicht viel gemacht, ist aber auch ein Anwendungsfall, der kommen kann. Und zack. Ja, Verkehrsplanung, hier ist ebenfalls die Punktwolke, die ich eben schon einmal gezeigt habe. Dort können wir in kürzester Zeit das ganze Stadtbild darstellen, können Digital Twin von der Stadt erstellen, können aber auch, Straßennetze, Bahnnetze, Hochspannungsnetze darstellen und dementsprechend für Planung nutzen. So. Vergleich zur herkömmlichen Vermessung. Ein paar Punkte haben wir jetzt eben schon einmal angesprochen. Was ist überhaupt herkömmliche Vermessung? Worauf beziehen wir uns da? In dem Fall spreche ich von Aufnahme einzelner Punkte über GPS oder Tachymeter. Dementsprechend haben wir eine relativ gute Genauigkeit. Natürlich im Tachymeterbereich sind wir deutlich genauer. Aber wir dürfen halt den Hauptfaktor des LiDAR-Scannings nicht vergessen, nämlich die superschnelle Datenerfassung. Das heißt, ich kann in kürzester Zeit sehr, sehr viele Punkte scannen. Beim Voyager in höchster Einstellung reden wir von 2,4 Millionen Punkten pro Sekunde, die wir aufnehmen. Dementsprechend haben wir einfach viel mehr Punkte, die wir scannen können. Wir sind unabhängig von Lichtverhältnissen. Wir sind sehr vielseitig einsetzbar und die Verarbeitungszeit ist auch deutlich schneller. Das heißt, wenn wir solche Daten generiert haben, daraus eine Punktwolke zu kreieren, ist deutlich schneller als Einzelpunkte zu messen, dann einen 2D-Plan daraus zu erstellen und ich habe halt deutlich weniger Informationen in diesen Daten. Genau. Vergleich zur Fotogrammetrie. Fotogrammetrie haben wir ja schon einmal angerissen für die jetzt nicht unbedingt wissen, was Fotogrammetrie ist. Hier rechnen wir aus 2D-Bildern, die wir mit einer Kamera aufnehmen, ein 3D-Objekt. Das heißt, wie schon gesagt, wir brauchen aktiv Licht, um das Ganze zu betreiben.
Wir haben Einzelfotos, die verortet werden müssen, wodurch es auch dazu kommen kann, dass unsere Punktwolke Streckung und Stauchung drin hat. Das kann ich umgehen, wenn ich Kontrollpunkte nehme, die ich dann händisch einmesse und als Referenz nutze oder eben schon von vornherein mit RTK, PPK-Verfahren arbeite. Aber die innere Genauigkeit einer LiDAR-Punktwolke ist von sich aus schon deutlich besser, als wir das einfach so in der Fotogrammetrie rausgeben können, da wir nicht umrechnen müssen in 3D-Objekt, sondern immer schon 3D-Messungen durchführen und darüber eine Punktwolke haben, die in sich schon genau ist. Wir kommen durch Vegetation durch, das haben wir eben schon einmal gesehen. Wir haben eine viel bessere 3D-Darstellung. Im Fotogrammetriebereich ist es oftmals so, wenn ich nicht genug unterschiedliche Winkel habe, gerade Regenrinnen sind so ein Faktor, da habe ich oft Spritzeffekte dran, da bräuchte ich mehrere Winkel aus verschiedenen Höhen, um so etwas sauber darstellen zu können. Oder eben auch gerade 90-Grad-Winkel, Bordsteine und sowas werden bei der Fotogrammetrie oft geglättet dargestellt, weil einfach nicht genug unterschiedliche Winkel zur Verfügung stehen. Dann haben wir eine geringere Punktwolkendichte. Das kann Vor- und Nachteil gleichzeitig sein. Oftmals, wenn wir Punktwolken abgeben, fragt der Kunde, ob wir eine reduzierte Punktwolke rausgeben können. Ist natürlich vorteilhaft, wenn wir von vornherein schon genauere und dafür nicht so eine dichte Punktwolke haben, also weniger Daten, die wir verarbeiten müssen. Die Verarbeitungszeit ist ebenfalls deutlich besser, das zeige ich auch gleich nochmal. Das heißt, wir können innerhalb von kürzester Zeit diese LiDAR-Punktwolke darstellen, was bei der Fotogrammetrie mehrere Schritte hintereinander erfordert und auch deutlich mehr Prozessierungszeit fordert. Nachteile gegenüber der Fotogrammetrie sind die geringere Punktwolkendichte, von der ich eben schon gesprochen habe, eine schlechtere Precision, das heißt, wenn wir mit der Fotogrammetrie Daten aufnehmen, nehmen wir die Oberfläche auf, das heißt, unsere Precision, unser Rauschen ist schon mal deutlich geringer, dafür komme ich aber auch nicht durch Vegetation durch. Und eine geringere Reichweite, das heißt, beim LiDAR-Scanning ist es so, dass oder umgekehrt die Fotogrammetrie ist unabhängig davon, je höher wir fliegen, umso schlechter ist unsere Ground Resolution, das heißt, Zentimeter pro Pixel steigt damit an, je höher wir fliegen. Beim LiDAR-Scanner, wie eben schon gezeigt, haben wir eine gewisse Power, die der Scanner mit sich führt, um Objekte aufzunehmen. Und diese Power ist irgendwann einfach ab einer gewissen Flughöhe nicht mehr da oder unsere Reflexionswerte werden so schwach, dass wir es nicht mehr schaffen, die Punkte auch wieder aufzunehmen. Genau, dadurch ist die Reichweite irgendwo begrenzt. Und wir haben keine RGB-Werte. Das heißt, wir können Höheneinfärbung machen, wir können Intensitätswerte einblenden. Jedoch benötigen wir immer noch mal einen zusätzlichen RGB-Sensor, um farblich unsere Punktwolke auch darzustellen. Größter Knackpunkt bei den meisten Kunden ist ganz einfach der Preis. Wir können mittlerweile mit einer DJI Mavic 3E für unter 5.000 Euro eine sehr gute Fotogrammetrielösung liefern. Ein LiDAR-Scanner fängt bei uns mit Software so bei ungefähr 25.000 bis 30.000 Euro an und geht hoch bis zu 400.000 Euro. Dementsprechend ist das Ganze natürlich deutlich preisintensiver, jedoch habe ich auch deutlich mehr Vorteile gegenüber der Konkurrenz und wir haben einige Kunden, die innerhalb von 4 Monaten ihren Scanner schon wieder refinanziert haben. Gerade das Thema Ahrtal ist da auch ein sehr guter Vorreiter. Hier sehen wir einmal einen Vergleich, Fotogrammetrie. Das war eine Planung für eine PV-Anlage bei uns in der Umgebung. Dort hat ein Ingenieursbüro eine Fläche gekauft, schafft selber gar nicht hinzufahren und braucht einfach ein Lagebild. Hat ursprünglich nur Fotogrammetrie angefragt. Wir haben uns das Objekt angeguckt, haben gesagt, macht keinen Sinn, viel zu viel Wald, viel zu viel Müll, der dort drunter liegt, alte Kasernengebäude. Wir brauchen definitiv einen LiDAR-Scanner, haben das einfach mal mit angeboten. Und der Unterschied hier ist ganz klar, in der Fotogrammetrie haben wir Lücken im Waldbereich. Beim LiDAR-Scanning haben wir sowohl alle Bäume aufgezeichnet, als auch unter den Bäumen Sachen gefunden, die wir bei der Begehung, die weder wir noch der Kunde gefunden hätte, wenn wir nicht den LiDAR-Scanner hatten. Da war ein eingezäuntes kleines Grundstück noch mit drauf, wo Betonklötze lagen, die so zugewachsen waren, dass wir die einfach gar nicht sehen konnten. Nach der klassifizierten Punktwolke hatten wir dann in den Bodenpunkten dort eine Anordnung von 6 Vierecken, die dort angebracht waren. Da sind Straßen teilweise zugewachsen gewesen. Auch da wieder, der Kunde wusste gar nicht, was er an Equipment braucht, um diese Fläche zu räumen, um anschließend dort eine PV-Anlage installieren zu können. Nach dieser LiDAR-Punktwolke
wusste man braucht schweres Gerät. Ja, kommen wir zum UAV Workflow. Das heißt, wie läuft das Ganze überhaupt ab? Als erstes machen wir immer eine Flugplanung. Für die Flugplanung ist immer entscheidend, wie viel Overlap möchte ich haben. Davon ist auch abhängig, wie unser Field of View vom Scanner ist, welche Flughöhe möchte ich haben und welche Fluggeschwindigkeit stelle ich ein. Genau. Das heißt, hier haben wir einmal so eine Flugplanung, das ist ein Rasterflug. Genau, das haben wir über UGCS geplant, 40 Meter Flughöhe, 6 Meter bis 10 Meter pro Sekunde, den Korridorbereich sind wir ein bisschen schneller geflogen und 40% Overlap. Genau. So, zur Durchführung, wir laden diese Flugroute auf die Drohne hoch, starten dann den Scanner über einen Knopf, Just Press the Yellow Button ist da die Philosophie von YellowScan, steigen auf eine Initialhöhe, wenn wir eine RGB-Kamera haben, wenn wir das RGB-Modul integriert haben. Das macht ein Foto, stellt Weißabgleich und ISO-Werte ein. Anschließend muss ich eine Initialfigur für die IMU fliegen, um der zu sagen, es geht jetzt los und einmal in die Extremwerte reinzugehen und den Kompass zu kalibrieren. Das läuft so ab, dass wir Vollgas vorwärts, Vollgas rückwärts und einen Vollgas vorwärts und einen Halbkreis fliegen. Das Ganze ist dann ja, einfach dafür da, um am Anfang und am Ende ja, den Kompass zu kalibrieren, die Gyrowerte in die Extrembereiche zu geben. So ein Scanner heizt sich während des Prozesses auch auf. Dementsprechend bei unterschiedlichen Temperaturen kriegen wir unterschiedliche Gyrowerte. Wir können eine Temperaturkurve entlang des ganzen Fluges legen und erhöhen damit unsere Genauigkeit. Nach dieser Initialfigur, die wir auch über die Flugplanung schon vordefinieren können, das heißt rein theoretisch starten wir die Drohne und starten die Mission und diese Initialfigur ist Teil unserer Flugroute. Wenn wir das händisch fliegen, können wir anschließend die Flugroute starten. Wichtig ist, dass wir am Ende noch einmal unsere Flugtrajektorien kreuzen, um das Strip Adjustment, auf das wir gleich noch eingehen werden, besser durchzuführen. Und am Ende machen wir dann noch einmal eine Initialfigur, landen und stoppen die Messung. Ja, nachdem ich gelandet bin, bekomme ich 3 Daten von meinem USB-Stick. Das ist zum einen die Scanner-Kopfdaten, wo unsere Punkte drin sind, unsere IMU-Daten, wo gespeichert ist, wie unsere Lage zu welcher Zeit war und unsere unkorrigierte Flugtrajektorie, die T04-Datei. Die T04-Datei kombinieren wir mit einem Basisfile von einer ja, GNSS-Basis, die entweder über einen Referenz Korrekturdatendienst zur Verfügung gestellt werden kann oder selber aufgenommen werden kann. Der Workflow bisher war über Applanix Postpack, da wir eine Applanix IMU verbaut haben, die Trajektorie zu korrigieren. Dementsprechend haben wir dann eine höhere Genauigkeit in Form eines SBIT-Files, was wir dafür nutzen, um das in die Cloud Station mit den Scanner-Kopfdaten und den IMU-Daten zu einer Punktwolke zu prozessieren. Seit rund 2 Monaten ist Applanix komplett integriert in die Cloud Station. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr eine hässliche Softwareoberfläche, auf der man rumarbeiten muss, sondern die Cloud Station ist optisch schon sehr, sehr ansprechend, sehr schön und übersichtlich gemacht. Dementsprechend rutscht auch dieser Workflow komplett dort mit rein. Anschließend habe ich dann eine LAZ-Datei, die erstmal so roh ist. Wir können dann noch Zusatzpakete in der Cloud Station verwenden, um die Genauigkeiten oder die Prozessierung für den Endkunden so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, wir können entweder das Strip Adjustment Modul nutzen, Colorization Modul oder Terrain Modul. Das heißt, das Strip Adjustment sorgt dafür, dass unsere Einzelstreifen, falls die verkippt sein sollten, zueinander ausgeglichen werden und in der Höhe auf beispielsweise, wenn wir sie verwenden wollen, Kontrollpunkte gezogen werden. Das Terrain Module ist eine Classification in 2 Klassen, einmal Ground Points und Objekte. Und beim Colorization Module kann ich mir aussuchen, entweder färbe ich, wenn ich ein RGB-Modul habe, meine Punktwolke über meine Fotos ein, die ich mit aufgenommen habe, oder ich nutze ein externes Orthofoto, was ich in Metashape, Pix4D oder wie auch immer generiert habe, um meine Punktwolke einzufärben. Und das Ganze kann ich dann exportieren als LAS, LAZ. Wenn ich klassifiziert habe, kann ich DGM, DSM, verschiedene Formate eben rausgeben. Genau. Hier sehen wir einmal das Strip Adjustment. Vor dem Strip Adjustment ja, sind das beispielsweise 2 Scanlinien. In dem Fall ist es sogar aus dem Mobile Mapping System, aus dem Fly and Drive Pod, wo wir eine leichte Verkippung ursprünglich drin hatten, da die Straße auch relativ unruhig war. Ja, durch das Strip Adjustment wurden diese beiden Streifen zueinander ausgeglichen und anschließend sind die Punkte, man sieht, deutlich homogener durcheinander gemischt,
und passen deutlich besser zusammen. Ja, so sieht das Ganze im Querschnitt aus. Ist jetzt hier in der Präsentation relativ klein und schwierig zu erkennen. Auf der linken Seite sieht man, dass die rote Linie rechts über der blauen ist und auf der linken Seite ist die rote Linie unter der blauen. Nach dem Strip Adjustment laufen sie parallel zueinander. Genau. Classification. Da ist es so, dass wir einfach in die beiden Punkte klassifizieren können. Alles Orange sind Objekte, alles Graue sind Bodenpunkte. Genau. Anschließend haben wir noch die Colorization. So sieht das Ganze aus, wenn wir dort Farbe drüber legen aus dem RGB-Modul. Da haben wir jetzt eine 20 Megapixel Sony UMC-Kamera verwendet und das Ganze dann noch einmal eingefärbt. Ja. So. Dann haben wir noch Penetration, auch da wieder unterschiedliche Einfärbungen, können wir dort sehen, wie gut unser Scanner letztlich im Querschnitt durch Vegetation durchkommt. Da sehen wir auch nochmal unten im letzten Scan-Bild, obendrauf haben wir die Einfärbung, das sind quasi die Daten, die ich auch fotogrammetrisch darstellen könnte. Alles, was darunter in nicht mehr Farbe ist, sprich grau und rot ist, ist der große Vorteil vom LiDAR-Scanning. Ja, zeitlich habe ich es jetzt ein bisschen überzogen. Wir sind jetzt erstmal am Ende und wenn ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr diese gerne entweder über das Fragenfeld stellen, falls das zeitlich jetzt nicht mehr drin sein sollte und ihr Folgetermine habt. Kontaktiert uns gerne im Anschluss per Mail, ruft uns an, wie auch immer und wir können Fragen auch noch im Anschluss klären. Ansonsten, ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr die Zeit euch genommen habt, um in das ganze Thema LiDAR-Scanning reinzukommen. Wir machen regelmäßig Demo-Days, zu denen ihr euch anmelden könnt. Wir kommen aber, beziehungsweise können wir auch Live-Demos machen. Wir können vieles hier zeigen. Wenn es unbedingt erforderlich ist, kommen wir auch vorbei, machen Live-Demos. Dementsprechend, ja, tretet einfach mit uns in Kontakt. Dann würde ich jetzt die Fragerunde eröffnen. Okay, ja, Feedback ebenfalls, da es unser erstes Webinar ist, gebt uns gerne ein Feedback, wie fandet ihr es, ja, technisch war es eine Herausforderung, größtenteils hat alles geklappt, bis auf die kleine WhatsApp-Message zwischendrin, ja, aber auch zum Inhalt gerne Feedback geben, wir konnten viele Punkte nur anreißen, ich könnte in viele Themen noch deutlich weiter eintauchen und Stunden über Stunden reden, aber ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Die erste Frage. Stefan hat gefragt, wie referenziere ich LiDAR und RGB-Daten zueinander? Das ist davon abhängig, welchen Workflow ich nehme. Wenn wir jetzt eine integrierte Kamera haben, dann nutzen wir das Trigger-Event entlang unserer T04-Datei, um zu sagen, zu welchem Zeitpunkt wurde unser Foto aufgenommen und dementsprechend über den Zeitraum können wir dann halt auch Koordinaten für diese Bilder rausgeben. Und die werden dann genutzt, um sehr präzise das Ganze einzufärben. Wenn wir am Ende das Ganze über ein Orthofoto einrichten, dann können wir das Ganze, je nachdem was für Software ich nutze, in der Cloud Station über Orthofoto muss das Orthofoto natürlich schon georeferenziert sein und die LiDAR-Punktwolke ist ebenfalls referenziert. Und ich kann das im Anschluss mal zeigen. Das haben wir zum Beispiel auch bei dem einen PV-Anlagenprojekt gemacht. Dort hat das halt ja auf, ich sag mal, 1 bis 2 Zentimeter sehr, sehr gut hingehauen, wenn die Fotos schon referenziert sind. Ich kann das aber auch nochmal manuell verschieben. In Metashape beispielsweise kann ich mir Luftbildplatten auslegen. Die sehe ich sowohl in den Intensitätswerten der LiDAR-Punktwolke als auch in meinen RGB-Bildern. Dementsprechend kann ich mir Point-to-Point picken und sagen, die beiden aufeinander schieben. Kann ich GCPs in LiDAR-Daten erkennen? Auch von Stefan. Ja, kommt drauf an, was ich verwende. Wenn ich Luftbildplatten auslegen kann, lege ich Luftbildplatten aus. Problem bei unseren Platten ist oftmals, die genau dann auch ans Gelände anzupassen. Gibt es auch unterschiedliche Arten, die zu verwenden. Viele sprühen ja auch Punkte in der Fotogrammetrie. Da ist es halt wichtig, darauf zu achten, dass mein Untergrund dunkel ist, meine Sprühfarbe hell. Habe ich einen hellen Untergrund, muss ich dunkle Sprühfarbe verwenden, sodass ich einfach in den Intensitätswerten den größten Kontrast habe und dann kann ich GCPs in den LiDAR-Daten auch erkennen. Genau. Wir haben dieses Webinar auch aufgezeichnet, also falls ihr im Nachhinein noch bestimmte Fragen habt, weil ihr euch das Video nochmal anguckt, wir stellen das Ganze zur Verfügung,
ruft uns an. Wir klären auch im Nachhinein nochmal Fragen. Genau. Wenn wir hier rausgehen, gibt es auch nochmal ein Feedback-Formular. Würde ich euch wirklich bitten, das auszufüllen, wenn ihr die Zeit habt. Würde mich sehr freuen und auch das Team freuen, dass wir einfach ein bisschen Feedback haben, was wir verbessern wollen. Wir wollen das in Zukunft öfters machen. Und je mehr wir jetzt an Feedback kriegen, umso besser werden natürlich auch unsere Webinare in der Zukunft. Genau. Ja, soweit keine weiteren Fragen da sind, würde ich mich verabschieden. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt, euch die Zeit genommen habt. Wir sind jetzt schon bei 1 Stunde 8. Ich glaube, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass wir doch so lange das Ganze durchziehen. Ja, sorry, falls es zu lange war. Und dann sehen wir uns im nächsten Webinar. Wir haben auch vor, auf die einzelnen Anwendungen einzugehen. Also wenn ihr da bestimmte Anwendungen habt, die ihr zukünftig sehen wollt, wo wir sehr präzise drauf eingehen sollen, könnt ihr das auch in dem Feedbackfeld uns einfach nochmal schreiben und dementsprechend würden wir dann Webinare vorbereiten, die beispielsweise zu Trassenplanung sind, zu Bergbauthemen sind. Wir haben Punktwolken, wo wir mit dem Kampfmittelräumdienst bestimmte Sachen im Wald aufgenommen haben, Kratererkennung gemacht haben. Ja, diese Hamstersuche könnten wir nochmal vorstellen, Eisenbahnprojekte vorstellen. Also wie gesagt, wir haben eine ganze Menge schon an Daten gesammelt und können zu jedem Projekt auch eine Menge zu erzählen. Wenn das eure Anwendung ist, schreibt uns und wir gehen das Ganze an. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.